Und wenn wir jetzt hier hingucken, sehen wir auch, unser Bot ist online. Und damit starten wir direkt in unser Tutorial. Wir haben hier oben direkt angepinnt unser Repository, das wir für dieses Video brauchen. Wir gehen einfach mal hier hin. Dort sind unsere Dateien, die wir für dieses Video, für diesen Start brauchen. Wir haben eine Datei namens main.py. Hier ist der ganze Quellcode plus Kommentare, falls sich jemand diese durchlesen möchte oder eben irgendwelche Fragen hat oder Probleme hat oder irgendwie einfach daran interessiert ist, was das Ganze macht. Hier haben wir eine raw.py, das ist dann der ganze Quellcode ohne irgendwelche Kommentare. Hier unten haben wir auch ein Tutorial in Textform, das ich vor einer Weile erstellt habe, in Englisch und Deutsch. Falls das jemand möchte, kann er auch nochmal hier alles nachlesen, rauskopieren oder sonst was. Genau, also Voraussetzungen sind, dass du die Python-Version 3.11x, also bedeutet 3.11 Punkt irgendwas oder darunter hast. 3.12 würde ich nicht empfehlen, da das irgendwie öfters Probleme hat mit PyCord. Das Ganze kannst du überprüfen, indem du in dein Terminal gehst und hier Python reingibst. Hier siehst du Python 3.11.9 installiert und damit sind wir auf der sicheren Seite. Außerdem brauchst du einen Code-Editor, wie zum Beispiel Visual Studio Code, der auch hier verlinkt ist, oder PyCharm oder eine andere Entwicklungsumgebung, die du eben am liebsten benutzt. Und wir haben hier auch die Anforderung, dass du bereits einen Discord-Account hast mit einem eigenen Server. Den Server mit den Admin-Berechtigungen habe ich hier. Ihr seht auch hier, ich bin Server-Owner. Das ist nur ein Testserver, damit wir das Ganze eben in Ruhe durchtesten können und nicht irgendwelche anderen Leute dabei stören. Du solltest natürlich einen Server haben mit Leuten im besten Fall, wo du den Bot auch eben dann benutzen möchtest. Genau, unser erster Schritt ist jetzt eben, den Bot an sich zu erstellen und auf den Server einzuladen. Dazu gehen wir zu unserem Discord Developer Portal. Das ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Was wir jetzt machen ist, wir gehen hier hin, New Application und erstellen einen weiteren Bot. Dann fragt uns Discord natürlich noch, ob wir menschlich sind. Im besten Fall natürlich schon. Deswegen klicken wir das hier und dann werden wir auf das Einstellungsfenster von dem Bot geleitet. Was wir hier sehen, ist der Name, die Beschreibung und ganz viele Optionen. Was ist nun wichtig für unseren Bot, damit er funktioniert? Wir gehen hin und definieren mal einen Namen. Genauso wie eine Beschreibung können wir hier ganz kreativ eine Beschreibung anlegen. Dann haben wir hier eigentlich nichts mehr zu erledigen, deswegen gehen wir hier auf Installation. Was hier noch wichtig ist, du kannst hier einstellen, wie der Bot installiert werden soll. Entweder für User oder für Server. Wir werden jetzt aber nur einen Bot für einen Server erstellen, deswegen nehmen wir hier das Häkchen weg. Und hier möchten wir natürlich auch nicht, dass irgendein Nutzer den Bot über das Profil einladen könnte. So bleibt er unser privater Bot. Wenn ihr aber möchtet, dass der Bot so einen wunderschönen Add-App-Button hat, dann geht ihr hin und aktiviert hier auf Discord Provided Link. Dann könnt ihr das hier aktivieren und dann wird euer Bot diesen Button haben. Wir gehen jetzt hier zu Bot. Dort können wir unser Icon sowie unsere dort können wir unser Icon sowie unser Banner definieren. Nochmal unseren Usernamen und hier noch ganz wichtig, wir aktivieren diese drei Optionen sowie resetten unseren Token. Warum? Dieser Token ist ganz wichtig. Das ist sozusagen nämlich der Schlüssel, damit unser Code mit Discord interagieren kann. Bedeutet, wir resetten diesen, klicken auf Yes, do it. Nachdem das erledigt ist, haben wir jetzt hier unseren Token. Den klicken wir einfach mal hier auf Copy und den speichert ihr euch dann zwischendurch ganz gut irgendwo ab. Dann klickt ihr noch auf Save Changes, um die Änderungen zu übernehmen. Und dann ist der Bot im Endeffekt schon ready. Was ist jetzt noch wichtig? Natürlich, wir müssen ihn ja auf unseren Tutorial-Server einladen. Bedeutet, wir gehen hier nochmal zurück und auf OAuth2. Jetzt können wir hier sagen, was der Bot sein soll. Und natürlich haken wir dazu die Option Bot an, sowie die Option Application Comments. Warum? Damit wir auch Slash-Befehle benutzen können. Diese werde ich später nochmal genauer erklären. Dann gehen wir hier noch hin und definieren die Rechte für unseren Bot. In diesem Fall würde ich einfach sagen Administrator, bedeutet der Bot kann alles auf dem Server machen, was er will.
Dann kopieren wir hier diese URL und geben das in einen neuen Tab. Dann werdet ihr jetzt hier hingeleitet auf Discord im besten Fall und könnt jetzt hier auswählen, wohin der Bot eingeladen werden soll. Hier seht ihr auch, was der Bot dann erlaubt ist. Also er fügt einen Bot hinzu, also sich selber, und erstellt Befehle auf diesem Server. Bestätigen die Rechte, die der Bot bekommen soll, und wir können auf Autorisieren klicken. Genau, und dann sollte hier erscheinen Success und das Ganze sollte eingerichtet sein. Bedeutet, wir haben jetzt unseren Bot hier. Der Bot ist jetzt aber noch offline. Warum? Natürlich, weil wir noch keinen Code gestartet haben. Bedeutet, jetzt gehen wir zurück zu GitHub. Falls sich jemand schon mit GitHub auskennt, kann er hier natürlich das Ganze klonen über die Befehle. Falls sich jemand nicht auskennt, werde ich jetzt hier eine Methode zeigen, wie man das ganz einfach machen kann als Anfänger. Du gehst hier hin auf Code, klickst auf Download Zip und das Ganze wird als ZIP-Datei heruntergeladen. Nachdem das Ganze heruntergeladen wurde, können wir hingehen zu unseren Downloads und das Ganze öffnen. Bedeutet, wir haben jetzt hier unsere ZIP-Datei, öffnen das und hier ist unser Code drin. Ganz einfach, wir nehmen das jetzt STRG-C oder eben hier auf Kopieren hin zu unserem Desktop und kopieren das hier hin. Bedeutet, ihr braucht hier den normalen Ordner und nicht die ZIP-Datei. Dann öffnen wir Visual Studio Code oder einen anderen Texteditor und navigieren zu dieser Datei. In Visual Studio Code geht das, indem wir hier auf Open Folder klicken und dann eben unseren entpackten Ordner auf dem Desktop suchen. Wir wählen hier den Ordner aus und klicken hier auf Ordner auswählen. Dann haben wir jetzt hier 3 Dateien und die können wir uns genauer ansehen. Also, wir haben hier einmal die main.py, wie schon am Anfang erklärt, sind hier die ganzen Kommentare dabei und hier haben wir eine raw.py, hier ist der reine Quellcode ohne irgendwelche unnötigen Kommentare, beziehungsweise nötigen Kommentare, falls du dich noch nicht auskennst. Starten wir mit einem kleinen Überblick. Als erstes ganz wichtig, falls du dich in der Welt eben von PyCord noch nicht so gut auskennst, würde ich dir diese Seite empfehlen. Die ist von PyCord, also der Bibliothek, die wir benutzen werden, und die zeigt dir ganz wichtige Sachen. Zum Beispiel hier Application Commons, wie kannst du diese erstellen, wie kannst du diese benutzen, genauso wie mit Beispielen und anderen hilfreichen Tipps. Wir beschäftigen uns jetzt aber mal mit unserem Code hier. Und zwar haben wir hier unsere Imports. Bedeutet, mit PyCord installierst du Discord und Discord ext import Commons. Ganz wichtig. Und dann müssen wir natürlich unser Modul, das wir hier auch benutzen, installieren. So, wie installieren wir das Ganze? Wir öffnen ein Terminal, indem ihr hier oben auf Terminal und New Terminal klickt. Dann wird das Ganze erstellt und ihr habt hier eine Kommandozeile, in der ihr schreiben könnt. Hier steht auch ganz wichtig pip install PyCord. Bedeutet, ihr prüft zuerst, habt ihr pip. Das könnt ihr prüfen, indem ihr hier pip eingibt und hier eine Liste an möglichen Optionen rausbekommt. Solltet ihr das nicht haben, geht auf Google und sucht nach pip-Installation. Hier löschen wir das Ganze wieder und führen das hier aus. Bedeutet STRG-C, STRG-V, Achtung, aufpassen, Leerzeichen weg und das dann einfach ausführen, indem ihr Eingabe drückt. Bei mir ist das Ganze natürlich schon installiert. Wäre das bei euch ist... Bei mir ist das Ganze natürlich schon installiert, bei euch nicht. Von daher wird es eine Weile dauern, bis die ganzen einzelnen Module installiert sind. Wartet einfach ab und dann wird am Ende eine Erfolgsnachricht stehen. Wir löschen das Ganze wieder und gehen jetzt weiter durch unseren Code. Als nächstes definieren wir unsere Intents. Was bedeutet das? Das sind die Optionen, mit denen der Bot interagieren kann. Zum Beispiel, das sind die Defaults und hier kann der Bot eben mit dem Message Content interagieren, mit den Servern und mit den Nutzern. Als nächstes definieren wir unseren Bot, indem wir bot ist gleich comments.bot eingeben. Bedeutet, wir importieren ja hier Comments und von diesen Comments importieren wir jetzt Bot mit dem Präfix Rufzeichen und den vorher definierten Intents. Als nächstes definieren wir das Bot-Event onReady. Bedeutet, was soll passieren, wenn der Bot startet. Hier in diesem Beispiel habe ich eben die Latency, also die Verzögerung bzw. den Ping unseres Bots genommen, habe den gerundet und der wird dann beim Start ausgegeben. Und zwar hier in Sekunden. Dann können wir hier auch bot.changePresence benutzen. Bedeutet,
Das sind die Statusnachrichten, die unter dem Nutzernamen des Bots dann auftauchen. Hier kannst du den Status definieren, bedeutet, hier gibt es Online, hier gibt es Idle, Do Not Disturb und Offline, genauso wie bei den Nutzerprofilen. Als nächstes haben wir unsere Definition für den Slash-Command. Was machen wir? Wir definieren hier den Namen für den Befehl, wir definieren hier die Beschreibung und wir definieren hier, was bei der Ausführung des Befehls passieren soll. Und ganz am Ende definieren wir unseren Token und führen das Ganze über den Token aus. Wie am Anfang schon erklärt, der Token ist ganz wichtig, denn ohne diesen würde das Skript nicht funktionieren. Den Token, den wir anfangs kopiert haben, werden wir jetzt hier einfügen. Bei einer professionellen Anwendung sollte man eine .env-Datei benutzen, damit wichtige Daten wie der Token nicht im Quellcode vorhanden sind. Und im Endeffekt ist das Ganze jetzt erledigt. Wir haben jetzt hier unseren Beispielbot. Ausführen können wir diesen, indem wir hier hingehen und Folgendes eingeben. Python bedeutet, wir sprechen eben Python an. Python soll irgendwas ausführen. Und jetzt gehen wir hin und definieren den Namen. Aufpassen, dass ihr hier im richtigen Verzeichnis seid. Und dann könnt ihr hier main.py eingeben. Und dann mit Eingabe bestätigen. Und dann dauert das eine Sekunde. Und der Bot sollte online gehen. Dann steht hier Started as und der Ping. Und wenn wir jetzt hier hingucken, sehen wir auch, unser Bot ist online. Eine Kleinigkeit, die in diesem Tutorial noch nicht integriert worden ist folgendes. Und zwar, wenn wir jetzt hier hingehen und /ping machen, sehen wir den Befehl ja immer noch nicht. Das liegt daran, dass die Befehle nicht mit Discord synchronisiert werden, wenn man es nicht ausdrücklich definiert, beziehungsweise erzwingt. Erzwingen könnte man jetzt das dadurch, indem man Discord neu startet oder indem du hier await bot.sync Commands eingibst, dann werden automatisch alle Befehle mit dem Discord synchronisiert. Gut, dann können wir jetzt hier hingehen und können /ping machen. Hier sind zwei meiner anderen Bots und hier siehst du deinen Befehl von deinem Tutorial-Bot. Den können wir ausführen und da steht hier Congrats, Bot ist online, Ping, bla 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 bla. Ewig lange Zeile. Wir wollen es ja auf die Kommastelle genau haben. Nein, wollen wir natürlich nicht. Deswegen können wir hingehen, unser latest c.round kopieren, das hier einfügen und hier natürlich einfach die Variable ändern. Bedeutet, wir haben hier das c.rounded. Abbrechen könnt ihr das Skript, indem ihr STRG+C drückt. Dann geht der Bot wieder offline und starten wieder natürlich mit Python main.py. Und der Bot sollte wieder online gehen. Wenn wir den Befehl wieder ausführen, sehen wir hier den gerundeten Ping und alles funktioniert fein. Die Frage, die bei solchen Tutorials oft nicht beantwortet wird, ist, wie kann ich jetzt eigene Funktionen programmieren? Dazu gehen wir wieder auf PyCode Guide und hier, wie schon am Anfang erwähnt, sind ganz viele einfache Beispiele, die du eben benutzen kannst. Wir haben hier zum Beispiel einen Button und ich werde ganz kurz als Bonus zeigen, wie du einen Button integrieren kannst. Hier ist ein kleines Beispiel. Hier kannst du hingehen und deinen Button rauskopieren. Also hier definierst du eine Klasse mit einem Discord UI Button und kannst diesen in deinem Code verwenden. Bedeutet, wir gehen hin, kopieren das mit STRG+C, STRG+V und geben das hier unten unter unseren /Befehl hin. Wir lassen das Ganze, wie es hier ist. Wir entfernen einfach die Kommentare, damit die uns nicht stören und definieren unseren Button, indem wir hier ein Label vergeben. Bedeutet, das ist der Titel des Buttons. Hier können wir die Farbe bestimmen und hier den Emoji. Wenn du das anpassen möchtest, wird hier eine detaillierte Beschreibung gegeben, wie du die Sachen ändern kannst. Wie haben die das gemacht? Sie definieren eine View. Die haben wir hier. Und die übergeben wir mit View, MyView und dann 2 Klammern, da es ja eine Klasse ist. Bedeutet, wir gehen jetzt hier hin, gehen zu unserem Befehl hier, machen einen Beistrich, so wie in der Anleitung und definieren View ist gleich MyView und dann 2 Klammern und so sollte das Ganze korrekt funktionieren. Python main.py, warten bis er gestartet ist und führen unseren Befehl erneut aus.
Was wir hier sehen, ist, dass ein Button von Discord mitgeschickt wurde und dieser auch klickbar ist natürlich. Und so könnt ihr natürlich durch alle Tutorials gehen und euch die Sachen angucken, wie ihr die selber programmieren könnt. Ich werde in Kürze ein weiteres Tutorial veröffentlichen, wo wir etwas genauer auf die einzelnen Punkte eingehen werden. Aber ich würde sagen, für das erste Tutorial, für den ersten Versuch, war das schon mal sehr gut. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, wunderbar. Falls nicht, kannst du dich gerne bei mir melden. Falls du aber denkst, dass dir das Ganze zu viel Aufwand ist, kannst du dich natürlich auch bei mir melden und direkt einen eigenen Bot bei mir bestellen. Das Ganze funktioniert, indem ihr auf sogabots.com geht und meinem Discord-Server joint. Das Ganze ist kostenlos, wir übernehmen für euch das Hosting und ihr könnt auch selber Änderungen am Bot vornehmen. Aber ihr müsst euch nicht mit irgendwelchen Codes oder anderen Problemen auseinandersetzen. Genau, dann würde ich sagen, das war's mit diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls irgendwelche Fragen bestehen, könnt ihr euch bei mir melden oder in die Kommentare schreiben. Gebt auch gerne ein kleines Feedback und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.